Ja, guten Tag, ich begrüße Sie auf dem Kanal Videoproduktion. Hier ist wieder Klaus von der älteren Generation der Babyboomer auf dem Weg online. Heute habe ich mal ein Screenshot mitgebracht von meinem YouTube-Studium. Ich habe das vom Tablet runtergezogen und habe jetzt hier so auf einer Seite kurz und prägnant die wesentlichen Daten des heutigen Tages. Also, das oben sind die Sachen, die in Echtzeit hier im Moment laufen, die sind nicht so wichtig. Gehen wir mal hier in diesen Punkt Wiedergabezeit in Minuten, das ist die Watchtime und die liegt bei 2350, die hat sich gut entwickelt. Und dann habe ich Aufrufe also bisher in den Monaten lag die Watchtime immer so bei 1800, 1700, 1600. Da konnte ich jetzt also etwas machen. Und bei den Aufrufen liege ich bei 1400 und da lag ich vorher auch so knapp 1100. Das hat sich also auch verbessert. Ja, bei den Abonnenten hatte ich schon mal 4 Stück, dann habe ich wieder nur 2. Der neueste Stand ist, glaube ich, 2. Ja, die kommen und die gehen, das kann man nicht beeinflussen. Ja, dann haben wir hier die letzten 28 Tage. Das bezieht sich natürlich 2350 auf einen gleitenden Durchschnitt. Man könnte sagen, das ist etwas vom letzten Monat und eine Großzahl von diesem Monat. Ja, das also zum Stand. Dann haben wir noch ein zweites hier. Die möchte ich auch noch zeigen. Das ist meine Mindmap heute. Und da steht also, ich möchte mich besinnen momentan auf die Situation, die ich habe. Der Stand ist also momentan, ich liege bei 1600 Videos, 1556 genau am heutigen Tage. Und das heißt, ich habe 182 Videos im letzten Monat gemacht und ich mache im Moment so 6 bis 10 Stück. Das scheint mir ziemlich viel zu sein, das scheint mir zu viel zu sein und ich habe so bestimmte Wirkungen beobachtet oder bilde sie mir vielleicht auch nur ein. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass die Qualität der Videos schlechter wird, dass ich so eine Art Videoraserei habe, da jeden Tag 10 Videos zu machen oder 6. Und da wird gar nicht mehr sorgfältig gearbeitet, sondern da wird dann nur noch abgespult, um das aufzunehmen. Und dann wirke ich auf den Videos oft zerfahren, zerrüttet und konfus. Das heißt, ich rede und spreche nicht in ganzen Sätzen. Ich kann keine Sachverhalte mehr zusammenhängend und verstehbar formulieren, sondern das geht dann in so ein Stammeln über, das nur noch ich selber verstehe. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Ja, die Ursache kann sein, dass ich überfordert bin, vielleicht auch einfach erschöpft, zu viele Sachen. Und diese enorme Pensum von 1600 Videos in 7-8 Monaten gemacht bisher, das erschlägt mich dann doch vielleicht. Das letzte Besinnungsvideo habe ich ja im April gemacht, vor 7 Monaten also. Und ja, die Folgerungen, die daraus zu ziehen sind, wären, ich bräuchte dringend eine Auszeit.
Ich müsste mal pausieren, vielleicht die Last insgesamt reduzieren. Ich habe scheinbar so eine Grenze erreicht, die nicht mehr überschritten werden kann und die gesundheitsschädlich ist. Ja, das heißt, welche Veränderungen folgen daraus? Daraus folgt vielleicht, dass ich mir auf Qualität anstatt auf Quantität setzen soll und muss, dass ich vielleicht nur noch 1 bis 2 Videos die Woche oder am Tage mache und dass ich vielleicht auch das Konzept mit den Improvisationen und der Spontanität überdenke, überarbeite. Denn so wie bisher geht das teilweise nicht mehr weiter. Ich brauche ein Konzept, um das sorgfältig zu erarbeiten, um das darlegen zu können. Und so wie bisher geht es nicht weiter. Ja, das ist der Stand der Dinge hier zu meinen Videoangelegenheiten. Wir haben also auf der einen Seite diese Watchtime hier und es fragt sich natürlich, was ich eigentlich erreichen möchte, welche Ziele eigentlich angestrebt werden und welche Zielgruppe. Also einerseits haben wir dann die Hürden, die Google setzt, von 1000 Abonnenten und von 240.000 Watchtime und ich habe gerade nicht mal 10%. Ich habe gerade mal 1% von 240.000 Minuten, noch nicht mal 1% so gerade. Jetzt muss ich also mal 100 nehmen und das ist hier nicht zu schaffen. Ich pfeife ja jetzt schon aus dem letzten Loch. Und bei den Aufrufen sieht es ähnlich aus. Da haben wir keine Vorgabe von Google, aber und bei den Abonnenten sollte ich da 1000 Stück haben und da bin ich auch noch sehr weit von entfernt. Ja, was natürlich daran liegt, dass ich erstens keine Werbung mache, dass ich zweitens keine ansprechenden Videos mache, die sich selber tragen und dass ich quasi das Medium ad absurdum betreibe. Ja, nächster Punkt ist, ich habe keine Zielgruppe. Also irgendwie sind die Zielgruppe natürlich schon die Älteren, aber ja, die Älteren, ne? Aber die konnte ich bisher noch nicht so erreichen. Die durchschnittliche Wiedergabedauer lässt auch zu wünschen übrig. Ich habe einige Verbesserungen durchgeführt. Also meine Titel, meine ich, sind besser geworden. Ich versehe jetzt auch die Videos mit Text und hänge auch da Endcards und Infocards dran an. Allerdings betrifft das erst so die letzten 500 der 1500 Videos. Bei den ersten habe ich das noch nicht gemacht. Ja, also eine Änderung des Konzeptes ist notwendig. Momentan scheint mir, dass ich eher das als Müllschleuder hier bezeichnen könnte, denn als ich könnte noch mal kurz auf Google gehen. Auf Google. Wo sind wir da? Mal schauen, was da ist. Google. Und dass ich da
So, und jetzt hole ich mir den, können wir mal ausmachen und den auch weg. So, und warum kommt der jetzt nicht? Doch, der kommt. Da ist er. Der lädt jetzt natürlich hoch. Und ich möchte jetzt hier auf meinen Kanal gehen. Erstmal da auf Creator Studios, auf das Creator Studio. Und dann schauen wir mal da rein. Da sind wir. Also, ich liege bei 1628 Videos total. Also 1576 von diesem Jahr an. Also von März 18. Da haben wir quasi das Video von heute. Und jetzt möchte ich noch kurz in die Analytics gehen. Da haben wir die Analytics von 3252. Wir haben 1095 Watchtime. Ich habe 7 mag ich Bewertungen, 4 mag ich nicht, 3 Kommentare, 2 geteilte Inhalte und so weiter. Das sind die Videos. Man sieht also die extremen Videos, die extremen Sudokus scheinen im Moment stark nachgefragt zu sein. Wenn ich also die Wiedergabezeit hier mal verändere von 28 Tagen auf diesen Monat, auf die ändern das ja auch dauernd. Jetzt haben sie die Monate schon wieder rausgenommen. Und stattdessen hier so komische Quartale. Quartal 4, Quartal 3, 90 Tage, erste 90 Tage. Also bei den ersten 90 Tagen, 1918, vom 28.12. bis 27.03. Da habe ich noch fast überhaupt nichts. Da sind überhaupt keine Daten im System. Da sind keine Daten im System. Ist das möglich? Dann bringt er wieder Woche und Wochen, 90 Tage und die letzten 90 Tage. Da hat er wieder, also das ist die Watchtime der letzten 90 Tage vom 18.8. bis 15.11. Da haben wir so 5400 und durchschnittliche Wiedergabedauer 1,28 und Aufrufe 3600. Ja, da haben wir mehr mag ich Bewertungen und mag ich nicht Bewertungen auch wieder. Ja. Das hält sich ja fast die Waage. Was ist, wenn ich das ganze Jahr nehme? Erst die letzten 365 Tage. Also, dass jeder liege ich in diesem Jahr also vom 16.11. vorigen Jahres bis zum 15.11. diesen Jahres. Also quasi ein Jahr. Da sieht man, die am Anfang habe ich kaum und dann habe ich stark zugelegt bei der Wiedergabezeit, bei den Aufrufen ebenfalls. Ja, insgesamt habe ich dann also 24 mag ich Bewertungen, 25 mag ich nicht Bewertungen
und dann 7 Kommentare und so weiter und so weiter. Ja. Im Vergleich dazu, die ersten 365 Tage, da habe ich ja kaum was drin gehabt im System. Ja, da sind überhaupt keine Daten da, kaum Daten. Oder es sind so wenig, dass die jetzt gar nicht anzeigen können oder so. Ja, also das mal dazu. Jetzt gehen wir mal zur TDA. Warum verändern die Monate und nicht? Also mich interessieren immer die Monate, nicht so sehr da so eine ungewissen Zeiträume. Ich möchte von einem Monat zum nächsten sehen, wie viel ich erreicht habe und hier geht das zum Beispiel noch. Da kann man die November anschauen. Da haben wir also 6.900 Impressionen im November und im Oktober haben wir 11.000 und im September 13.000. Ja, ich habe jetzt quasi die Hälfte des Monats rum. Das sollten auch so 10, 11, 12.000 werden. Ja, man sieht also hier teilweise habe ich hier am 13.09. habe ich also 1.119 Impressionen verdient. Wodurch genau ist mir unklar. Also das sind die Sachen, die ich hochgeladen habe. 5 Stück, das ist nicht mehr wie sonst auch. Nachträglichen Tageswort, eine stabile Halterung, die stativen Anpacking-Video, Ambivalenz. Und dann haben wir hier sogar 1300. Was ist das? Das ist der 30.09. Der 30.09. ist enorm. Jetzt schauen wir mal im November. Im November haben wir also da 600, da 600. Also irgendwie fand ich jetzt hier im November bei den Impressionen zurück. Schauen wir mal in den längeren Zeitraum, 90 Tage, ja, nehmen wir mal die letzten 90 Tage. Dann haben wir hier, das war jetzt der 30.09. Was habe ich ja gemacht? Ich glaube, da habe ich die Texte eingeführt. Und seither, ja, habe ich mich da am Anfang ganz große Ruhezahlen, wo sind wir? 90. Und jetzt geht das wieder ziemlich runter. Ja. Mit der Übersicht, wie sieht das hier aus? Ja, da haben wir so eine Übersicht, 5500 Wiedergabezeit über den Zeitraum. Und hier im September haben wir also 1400, im Oktober 1700 und im November bisher 1600 schon. Da haben wir also eine Steigerung von 64% und bei den Aufrufen von 48% und bei den Abonnenten haben wir 2 Zuwächse. Ja, Echtzeit 128.
Sudoku gelöst, extrem. Zuschauer erreichen heißt also, wo kommen die alle her? YouTube, Impressionen, Aufrufe, Zugriffszeiten, hierbei Zugriffsquellen, schwere Sudoku, Playlists, Admin und so weiter. Ja, Kommentare. Raumbau und so weiter. Ja gut, also aktuelle Abonnenten 4 Stück und in den letzten 2 Tagen sind 2 Stück dazugekommen. Also die Anzeige hier, die variiert schon mal heißt es, dass ich nur 2 habe, dann wieder nur 4 und so weiter. Ja, haben wir alles. Also das ist jetzt der Stand von heute, vom 17.11.2018 und ich muss mal überlegen, ob ich da jetzt nicht mal langsam was ändere an dem Zielkonzept oder weil es ist einfach zu viel, es ist zu anstrengend und ich bin überfordert, übermüdet, erschöpft. In dieser Art und Weise kann ich das nicht noch 2, 3 Jahre beibehalten. Und man sagte, man soll so 2, 3 Jahre durchhalten, bis die Kanäle laufen. Und ich bin ja erst bei 8 Monaten dabei und für 8 Monate finde ich, ist das Ergebnis schon gut, aber ja. Okay, das war's jetzt mal von hier und ich sag mal Tschüss.